Meine Damen und Herren, wir haben Veranstaltungen gemacht, in denen uns langjährige Mitglieder der Freien Demokraten gesagt haben, sie müssten bei dieser Wahl jetzt ja zum ersten Mal SPD wählen. Die Freien Demokraten hätten keine sichere Chance, ins Parlament zu kommen, und es müsste ja unter allen Umständen verhindert werden, dass die AfD stärkste Kraft sei. Und die Konsequenz müsse deshalb sein, bei dieser Wahl die SPD zu stärken. Das war für mich schon in den letzten 14 Tagen ein Zeichen, unter welchen taktischen Bedingungen diese Landtagswahl in Brandenburg stattfindet, wenn auch überzeugte Freie Demokraten, die teilweise in unserer Partei Funktionen übernommen haben in Gremien, erklären, sie wählten auch gegen eine eigentliche politische Grundüberzeugung eine andere Partei. Das zeigt den besonderen Charakter und auch den Einschnitt dieser Wahl. Gewonnen hat in Wahrheit keine der staatstragenden demokratischen Parteien. Denn der Zuwachs bei der SPD hat einen taktischen Charakter. Und deshalb müssen wir auch sehr sorgfältig mit den Konsequenzen aus diesem Wahlergebnis umgehen und müssen gemeinsam die richtigen Lehren ziehen. Auffällig ist zudem, dass die SPD in Brandenburg in vielen Fragen wie etwa der Einwanderung und dem Bürgergeld, Fragen der Industriepolitik, einen ganz anderen Kurs verfolgt als die SPD auf der Bundesebene. Und Bündnis 90 Die Grünen müssen für sich realisieren, dass sie mit ihrer politischen Haltung ebenfalls stark verloren haben, insbesondere auch an die SPD. Also stellen sich für alle Parteien Fragen. Auch die Union hat mit einem Wahlkampf gegen die Ampel und mit der Thematisierung der Migrationspolitik auch auf der Bundesebene sehr prominent keinen Erfolg gehabt, sondern hat ein schlechtes Ergebnis erzielt. Deshalb komme ich zurück auf meine Forderung, dass die staatstragenden demokratischen Parteien sich gemeinsam der Herausforderung stellen, die Weltoffenheit unseres Landes dadurch zu verteidigen, dass wir Kontrolle und Konsequenz bei der Einwanderung herstellen. Wir haben gemerkt im Wahlkampf, das ist eines der Themen, das die Menschen triggert. Wenn CDU und SPD und Grüne und FDP sich in dieser Frage beharken, ganz offensichtlich profitieren davon ausschließlich die Parteien am Rand. Und deshalb ist es dringlich, dass wir gemeinsam Denkverbote in diesem Aufgabenfeld überwinden und das ins Werk setzen, was erforderlich ist. Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz unserer Gesellschaft haben die Voraussetzung von Konsequenz, Kontrolle und Ordnung. Das gehört zusammen, und deshalb müssen wir es auch zusammenführen als Parteien des demokratischen Zentrums. Die Weiterentwicklung der Migrationspolitik in Deutschland ist eines der 3 Entscheidungsfelder dieses Herbstes. Neben der Migrationspolitik muss unser Land wirtschaftlich wieder Kurs aufnehmen. Die Bundesregierung hat ja dazu bereits eine Wachstumsinitiative verabredet. Und jetzt in den nächsten Wochen, in diesem Herbst der Entscheidungen, wird sich offenbaren, ob es den gemeinsamen Willen gibt, das so auch umzusetzen und gegebenenfalls auch darüber hinauszugehen. Und in diesem Herbst der Entscheidungen wird sich auch weisen, ob wir die Kraft finden, einen Haushalt zu beschließen, der mehr tut für Bildung, für Sicherheit, für die Investitionen in unsere Infrastrukturen, der aber auf der anderen Seite auch die Bürgerinnen und Bürger unter dem Strich entlastet und dabei die verfassungsmäßig vorgegebene Schuldenbremse einhält. Diese 3 Fragen: Migration, wirtschaftlicher Erfolg dieses Landes und stabilitätsorientierte Haushaltspolitik mit mutiger Schwerpunktsetzung. Das sind die Fragen, die in diesem Herbst geklärt werden müssen. Das sind die Fragen, an denen sich festmachen lässt, ob die Bundesregierung den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger genügt, ob sie in der Lage ist, gemeinsam dem Land eine
Richtung zu geben und insbesondere bei den brennenden Themen die richtigen Antworten findet. An diesen Fragen wird die Koalition gemessen und an diesen Fragen, wie ich das am Freitag in der Rheinischen Post gesagt habe, an diesen Fragen messen auch wir die FDP. Messen auch wir als FDP die Regierung. Und meine Damen und Herren, erlauben Sie noch einen kurzen Hinweis. Es gab gestern eine Falschmeldung bei Focus Online. Es habe irgendwie eine geheime Schaltkonferenz der FDP gegeben. Das kann ich dementieren. Das war eine Falschmeldung. Das gab es nicht. Wir beraten heute in den Gremien. Vielen Dank. Ich habe schon zahlreiche Fragewünsche aufgenommen. Wir starten mit Herrn Rupprecht in der ersten Reihe. Vielen Dank. Herr Bundesminister, Ihr Generalsekretär hat ja gestern angekündigt, dass eine Regierung, die nicht mehr in der Lage ist, Probleme gemeinsam zu lösen, sich hinterfragen müsse. Mit welchen konkreten Maßnahmen wird dieses Hinterfragen innerhalb der FDP jetzt vorangetrieben? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Rupprecht. Das, was Herr Djerzaray, mein Generalsekretär, zum Ausdruck gebracht hat, ist exakt das, was ich hier heute in meinen Worten dargestellt habe. In der hinteren Reihe Herr Becker, bitte. Herr Lindner, es gab dieses Jahr in der Union eine meteorologische Diskussion darüber, wann der Spätsommer eigentlich vorbei ist. Bevor jetzt bei Ihnen eine meteorologische Debatte beginnt, wann der Herbst eigentlich endet, würde ich Sie gerne fragen, bis wann der Herbst der Entscheidung denn zu einer Entscheidung oder zu mehreren Entscheidungen gekommen sein muss. Also wenn ich es richtig weiß, war gestern Herbstanfang und jetzt müssen Sie mir helfen, ist der 21. Dezember der Winteranfang. Daraus ergibt sich ja ein Zeitkorridor. Und übrigens auch objektiv aufgrund der notwendigen Prozesse etwa zur Verabschiedung des Haushalts. Das ist ja klar, da haben wir ja einen Fahrplan. Und Herr Otto bitte in der vorderen Reihe. Lindner, Sie haben eben noch mal die 3 Punkte angesprochen, Migration, Haushalt, Wirtschaft. Sind Sie da ähnlich pessimistisch wie Ihr stellvertretender Vorsitzender, Herr Kubicki, der ja gestern gesagt hat, weil Sie jetzt auch noch mal den 21. angesprochen haben, 21. Dezember, ja. Weihnachten gibt es keine Ampel mehr? Ich bin da engagiert, gute Ergebnisse zu erzielen. Und deshalb bin ich nicht pessimistisch, sondern ich bin sprungbereit, sofort loszulegen mit dem, was in der Gesetzgebung notwendig ist und welche Prozesse auch immer dann auch innerhalb von Regierung und Koalition angestoßen werden müssen. Einiges ist ja bereits auch auf dem Weg und das sollten wir gemeinsam mit Energie vorantreiben. Klar ist, von allen wird jetzt Mut verlangt, nämlich entweder den Mut, auch in einer kontroversen Koalition Arbeit zu leisten, wenn Gutes fürs Land bewegt werden kann. Aber wie ich am Freitag schon in meinem Interview gesagt habe, Mut wäre auch, wenn man die Grenzen des Möglichen erreicht und nicht den Erwartungen und Anforderungen des Landes entspricht, dann ist Mut, eine neue Dynamik zu entfachen.